Akte Südwesten. Akte Südwesten. Michael Levy, 32 Jahre, geboren in Aachen, Deutschland. Michael, was hast du angestellt? Ja, ob ich das jetzt hier so sagen soll, das müsst ihr euch gut überlegen. Wir schauen mal, was wir rausgezogen haben. Was habe ich angestellt? Ja, Wie ist es dazu gekommen, dass du nach Mallorca ausgewandert bist? ich bin geflüchtet, wenn ich ehrlich bin. Ich musste flüchten aus Aachen aufgrund der Wetterlage und der depressiven Stimmung in Deutschland. Habe ich mich dazu entschlossen, nach Mallorca zu kommen. Und zwar war es eigentlich so, dass ich mir schon länger überlegt habe oder mir die Frage gestellt habe, so ist das alles vom Leben irgendwie? Weil ich habe in Deutschland halt auch als Makler gearbeitet, ganz gut verdient und das hat alles auch gepasst. Aber letzten Endes ist die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das alles vom Leben? Darauf bezogen, dass ich mir gedacht habe, die Lebensqualität, ne? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, hier werde ich nicht diese Lebensqualität bekommen, die ich halt in dem mediterranen Klima haben kann. Und ja, habe mir dann überlegt, wo die Reise hingehen kann. Und da ich halt, seit ich klein bin, auch nach Mallorca komme, Mallorca kenne, das für meinen Job ganz gut gepasst hat, hier im Immobiliensektor zu arbeiten, habe ich mich dazu entschlossen, letzten Endes nach hier zu kommen und bereue es keinen Tag, weil hier stimmt Lebensqualität, das Essen, Restaurants, die Menschen sind alle gut drauf und bis heute bereue ich es keinen Tag. Ich glaube, das können viele Leute nachvollziehen. Ja, denke ich auch. Wie kam es dazu, dass du dir als Region hier auf Mallorca den Südwesten ausgesucht hast? Ist eine gute Frage, weil tatsächlich war ich am Anfang, ich habe mir ja erstmal angeschaut, welche Büros hier sind und so weiter, habe mir die Gegenden angeschaut, welche Gegend welchen Vorteil für mich und meinen Lebensstil jetzt hat, mit sich bringt. Und ich war tatsächlich auch am Anfang hier in der Ecke unterwegs, Richtung Arta und so weiter. Ich hatte da ein Vorstellungsgespräch, bin eine halbe Stunde, 45 Minuten vorher da gewesen, habe meine Frau angeguckt und habe dann gesagt, nee, das ist es nicht. So sein. Ist es nicht meins. Das war im Nordosten, oder? Also oben, genau, also die Zone. Richtig. Hab den Herrn dann auch angerufen und habe gesagt, so, hier sehe ich mich einfach nicht. Es war zu ruhig für dich? Es war zu ruhig und zu weit ab vom Schlag, wie man so sagen kann. Okay. Und ich brauche halt so ein bisschen auch meine Ruhe, aber ich bin halt auch gerne schnell im Mittelpunkt drin und wo was los ist und so weiter. Deswegen sitzt du jetzt auch hier im Verhör. Ja, ganz genau. Ja, ganz könnte man so sagen. Ja, und deshalb habe ich mich dann für den Südwesten entschieden. Bin dann in den Südwesten rüber und habe gesagt, ey, hier fühle ich mich wohl. Hier ist eigentlich so alles, was ich brauche. Und ja, deshalb bin ich jetzt Wo dort. genau im Südwesten? Ich war in Santa Ponza. Ich habe in Santa Ponza gewohnt, als ich nach hier gezogen bin. Vor einigen Monaten nach Palma gezogen. Nach Palma. Okay, Ja. das wird jetzt nicht in die Akten eingetragen, aber Kriegen wir wir hin. lassen das mal bei Santa Ponza. Was unterscheidet denn für dich den Südwesten von der Rest der Insel, außer dass es jetzt mehr Action gibt? Für mich gibt's einige Punkte. Das ist einmal, dass es sehr viel Angebote gibt, auch neben der Saison. Es ist immer was los, auch neben der Saison. Wir haben viele deutsche Ärzte, wir haben ein super Krankenhaus, die Unik Son Espas, eines der besten Krankenhäuser sogar in ganz Spanien. Viele deutsche Ärzte und es ist halt das ganze Jahr über was los. Also ich fahre ein paar Minuten, bin in Palma und auch dort habe ich neben der Saison, die ich eigentlich sogar lieber mag, Wie lange braucht man aus Santa Ponza? so ungefähr. Mein Fahrstil oder jetzt noch? Mit Multa oder ohne? Jemand, der dann nicht im Verhör 20 sitzt. Minuten. 20 20 Minuten ungefähr ist man in Santa Alles Ponza. korrekt. Das kann man vertragen, glaube ich. Ja, und deshalb auch in Santa Ponza, ich sag jetzt, ja, im Winter ist auch viel geschlossen und so weiter, aber es ist trotzdem Bewegung überall, ne? Und die Nähe zu Palma macht halt dann auch letzten Endes das für mich aus, dass ich sage, okay, ich habe meine Ruhe dort und bin aber ruckzuck in Palma und ja, habe dann eine tolle Lebensqualität dort. Gut. Es wird immer viel darüber geredet, dass es auf Mallorca sehr viele Promis gibt. Und Was für Promis? das ist manchmal die Frage. Das ist die Frage. Das führt auch die Frage zu Ende. Wie sieht das denn im Südwesten aus? Weil ich glaube, es geht je nach Region, Ja. wird das wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein, der Schlag vom Menschen sozusagen. Ja, definitiv. Das unterwegs stimmt. ist. Es ist ein anderer Schlag vom Menschen, weil die Ecke steht ja schon so ein bisschen für Luxus und Lifestyle, kann man sagen. Dementsprechend sind natürlich auch einige Promis wie Dieter Bohlen, Jürgen Klopp und so weiter dort ansässig. Aber
ich sag mal so, ich denke, auf der ganzen Insel verteilt gibt es viele Promis. Viele ziehen sich auch gerade zurück, wie Michael Douglas und so weiter, die ein bisschen aus diesen Zonen rausgehen, vielleicht um auch mehr Privatsphäre zu haben. Ich denke mal, das ist eine Insel der Promis, so könnte man das sagen. Interessant. Was würdest du sagen, hat man auch im Südwesten noch wirklich die authentische Seite von Mallorca? Weil gerade dieser Name Beverly Hills von Mallorca, Ja. das heißt natürlich Promis, Highlife, aber kriegt man auch noch wirklich dieses authentische mallorquinische Feeling mit, so diese, was die Leute, wo sich die Leute vermischen, die Mallorquiner, die Deutschen, die Engländer, die Spanier? Das ist eine gute Frage. An der Stelle ganz klar gibt es andere Ecken auf Mallorca, die das mehr vorweisen, wo es noch wirklich authentisch ist, diese authentische Geschichte einfach dort da vorhanden ist in anderen Ecken. Aber auch hier im Südwesten würde ich sagen schon, nicht so extrem wie jetzt in anderen Ecken, wie zum Beispiel hier. Bei uns hier im Südosten. Ja, muss man ganz klar sagen. Betone es nochmal. Ja. Südosten. Aber wir haben auch Ecken. Immobilien, ja. Wir haben auch Ecken, welche ich auch zum Beispiel besonders schön finde, ist Calvia, das ist authentisch. Escabdella. Also es gibt auch Unterschiede im Südwesten, Natürlich. im Teeren, wo es dann auch ein bisschen mehr in die eine oder die andere Richtung geht. Definitiv. Das heißt, man hat auch Zonen dran, wo es auch eher authentisch ist. Man hat auch Zonen, wo ein bisschen mehr diese Highlight ist. Richtig. Aber es ist, du meinst auch so eine Gemischung. Ja, doch. Das auch alles doch noch. Würde ich jetzt so unterstreichen, ja. Gut, sehr interessant. Wie sieht es mit mallorquinischen Restaurants aus? Gibt es ja Wir auch, natürlich oder auch. Ja. Deutsche? Nein, definitiv. Ist schon gemischt. Genau, gerade wenn man in diese Ecken reingeht, Can Pedro und so weiter, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Ja, sehr, Das wären zum sehr Beispiel, bekannt und berüchtigt. Ja. Das Essen. Gehe ich übrigens sehr gerne auch persönlich hin. Ja. Wir können es schon vorweisen. Sehr gutes Fleisch. Ja, ganz genau. Ja. Schön. Können wir auch bieten, ja. Letztendlich würde ich gerne noch zum Immobilienmarkt so ein bisschen wissen, wie war es die letzten Jahre und was wäre deine Prognose für 2024? Die letzten Jahre, ich sag mal, wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Preisentwicklung, wenn man jetzt von 2015, 2016 ausgeht, bis dato heute, haben wir teilweise eine Preisentwicklung in verschiedenen Regionen von bis zu 72% über die Jahre. Und die Inflation lag zwischen 19 und 22%, würde ich jetzt mal so sagen. Und auch hier kann man sehen, jedes Jahr, auch wenn die Leute sagen, es ist vielleicht jetzt ein bisschen mit dem Markt ein bisschen runtergegangen, kann man sehen, in verschiedenen Ecken von Mallorca, Santa Ponsa, Andratx, gibt es auch hier große Unterschiede. Aber im Schnitt, im Groben und Ganzen, ist auch hier weiterhin eine Wertsteigerung vorhanden. Ja. Von wie viel Prozent? 10 bis 15%. Manche Studien reden von 20 bis 25%, aber ich würde jetzt mal von gesunden 10 bis 15% so im Durchschnitt sagen. Das ist eine sehr, sehr gute Steigerung. Was auch schon eine sehr, sehr gute Steigerung ist. Wie gesagt, Studien sind da sehr unterschiedlich. Man hat auch gesehen, oder viele haben gesagt, ja, die Preise gehen zurück letztes Jahr, die Preise fallen. Ich würde das anders betrachten. Was ist deine Prognose für dieses Jahr? Dieses Jahr wird sehr, sehr steil. Ich habe es im Januar gemerkt, das letzte Jahr muss man auch ganz klar sagen. Nach unten oder nach oben? Nach oben. Definitiv. Letztes Jahr, wo es so zum Ende des Jahres hinging, war es wirklich sehr, sehr ruhig, muss ich auch an dieser Stelle sagen. Und ich weiß nicht, ob die Leute sich abgesprochen haben, aber ab der ersten Januarwoche war es verrückt. Also Anfragen, Nachfrage. Da hat man wirklich gemerkt, okay, es geht wieder richtig los. Das können wir von unserer Seite nur unterschreiben. Also Ja. dieses Jahr ist echt sehr, ich glaube, das wird ein interessantes Jahr. Ja, das glaube ich auch. Extrem krass gestartet an dieser Stelle, ja. Definitiv. Und für jeden Immobilienbesitzer, es ist einfach so und es ist Fakt, man hat hier keine großen Verluste, die man erzielt. Im Gegenteil, die Immobilien werden von Jahr zu Jahr teurer und wir hatten letztes Jahr vielleicht, wenn man das so sagen kann, eine Normalisierung der Preise. Genau. Aber Nach der Covid-Phase. Nach der Covid-Phase war es ja extrem teilweise, also wo man schon gesagt hat, das ist ja unglaublich, für wie viel die Immobilien verkauft wurden, bis zu 30.000 Euro im Quadratmeter in Port Andratx beispielsweise. Und das hat sich einfach ein bisschen gesetzt oder hat sich normalisiert. Wobei ich davon ausgehe, dass dieses Jahr auf jeden Fall die Preise wieder weiter steigen werden. Ich glaube auch, dass es ein interessantes Jahr wird. Ob sie jetzt steigen, stagnieren in manchen Zonen oder leicht steigen, das sehen wir dann über das Jahr verteilt. Aber Mallorca ist einfach eine eigene Symbiose. Das heißt, auch wenn der ganze
Europamarkt fast abkracht, Ja, sind wir hier in unserem Mallorca-Schloss verbarrikadiert Ja. und unser Immobilienmarkt hält sich eigentlich immer stabil. definitiv. International. Genau. International. Genau, es hat einfach viele Vorteile. Meine letzte Frage noch und eigentlich die wichtigste, würde ich sagen. Ich war letztens gerade in Instagram unterwegs und da hat mir ein Kollege hier von Immobilienverhör ein Video geschickt. Und ich habe gesehen, du bist jetzt auch Rapper geworden. Ja, definitiv. Ich komme ja aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war früher in seiner Jugend ein relativ bekannter Musiker. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich verbinde die Immobilien mit meiner Leidenschaft zur Musik. Ist jetzt keine klassische Musik, aber ich sag mal, als Rapper, ich weiß nicht, mache ich mich gut? Hast du das Video gesehen? Ja, ich fand es sehr interessant. Also es sticht auf jeden Fall aus diesem ganzen Standard-Marketing-Gedöns heraus. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Ich musste auch schmunzeln. Ich fand es aber eine sehr originale Idee. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Was will ich jetzt gar nicht Ja, gar nicht sagen. Mein Vater, ja, Wir schließen die Akte. schließt die Akte. Nein, also wie gesagt, ich habe amerikanisches Marketing gelernt und für mich ist immer ganz wichtig, was zu machen, was jetzt nicht jeder macht. Ne? Diese ganzen klassischen Standardvideos. Sehe ich genau. Ich habe gesagt, ich will einfach mal was anderes machen, was Cooles, was Witziges und da wird auch noch, denke ich, viel kommen. Manche Sachen können dann besser ankommen, manche schlechter. Natürlich. Aber es ist auf jeden Fall besser als dieses Standardding. Es hängt auch vom Kunden ab. Ja? Manche Kunden feiern es, manche nicht. Das Und ist ich bin immer so. der Aber das war Typ, allen so. ich möchte mit den Leuten arbeiten, die es feiern, Genau. weil mit den anderen passt es vielleicht auch von der Energie her nicht. Genau. Und dann habe ich lieber, dass die Kunden mich so kennenlernen und das Hat lustig eine finden. natürliche Auslese eigentlich. Ja, genau. Eine gute Auslese. Das passt. Super, dann danke Michael. Wir werden dir versuchen, gute Konditionen rauszuschlagen beim Richter. Okay, Ja? okay. Dass du auch weiterhin gute Immobilien hier verkaufen kannst. Also ich rede jetzt nicht mehr ohne Anwalt. Nicht, dass du dann in die Inselmitte eingesperrt wirst. Ja, hast du recht. Und vielen Dank. Vielen Dank. Danke an euch deine für eure Zeit. Danke. Ja, und bis demnächst, würde ich sagen. Wir sehen uns demnächst. Perfekt.